Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Opel. Ich habe mir jetzt nochmal eine andere Dichtung bestellt. Die sieht von der Passform besser aus. Ich zeige euch das mal. Die hat jetzt hier oben, wie gesagt, so abgerundete Ecken. Das ist für die Ölwanne. Das sollte eigentlich passen. Und hier ist noch ein Spritfilter. Ich möchte auch den Benzinfilter heute tauschen. Ich habe so ein Gefühl, als ob das heute nicht so einwandfrei läuft, aber wir werden es gleich sehen. Gerade bei der Öldichtung könnte ich mir vorstellen, dass man da gar nicht, wie jetzt hier bei mir, so eine Dichtung verbaut hat, sondern das wahrscheinlich verklebt hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe es irgendwie im Gefühl, dass das jetzt wieder unangenehm wird. Sehen wir aber gleich. Ich starte mit der Öldichtung oder der Dichtung für die Ölwanne. Und wenn ich das dann irgendwie überstanden habe, dann geht es an den Spritfilter. Dann fülle ich einmal Öl ins Fahrzeug. Das haben wir beim Ölfilter und beim letzten Ölwechsel-Video, verlinke ich euch oben nochmal, habe ich ja kein Öl aufgefüllt, weil ich eben aufgrund der Undichtigkeiten auf jeden Fall, wenn ich jetzt schon dran bin, alle Dichtungen erneuern will. Hier drüben liegt auch schon ein Teil der Getriebedichtung. Das sind 2 Stück, das ist der vordere Teil, hintere Teil müssen wir dann in einem anderen Video mal gucken. Da mache ich dann ein separates Video, wo es darum geht, Getriebeflüssigkeit und Dichtungen und Filter zu tauschen. Heute, wie gesagt, Ölwannendichtung vom Motor und eben der Benzinfilter. Und wir starten unten an der Ölwanne. Ich packe euch in den Zeitraffer. Mal gucken, wie es läuft. So, jetzt habt ihr gesehen im Zeitraffer hoffentlich. Ich guck mal, ich glaube, so ist es besser zu filmen. Die Ölwanne ist ab. Jetzt werde ich das hier sauber machen. Wie ich vermutet hatte, war die Ölwanne eingeklebt, weil ansonsten, wenn da eine Dichtung gewesen wäre,
hätte ich das eigentlich von der Seite sehen müssen. Die haben ja auch Schraubensicherung verwendet. An der einen oder anderen Schraube war es ein bisschen kritisch. Da hat sich jemand sehr gut gemeint. Sprich, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass sie abreißen, sind sie aber Gott sei Dank nicht. Da werde ich auch versuchen, die Löcher so ein bisschen sauber zu machen. Da hängt noch ein bisschen was drin teilweise. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wahrscheinlich kann das die Kamera wieder schwer einfangen. Ja, und dann gab es die Überraschung hier mit diesem, ich denke mal, das ist der Ölstandsgeber. Ist eine super gute Idee, dass man den in die Ölwanne reinschraubt und dass man den von außen nicht lösen kann. Da hat man hier die halbvolle Ölwanne in der Hand und die ganze Scheiße läuft einem runter. Ja, also für alle, die das auch machen, stellt euch hier irgendwie einen Eimer oder irgendwas drunter. Ihr seht ja, das Kabel ist so circa 15 cm lang. Das heißt, ihr könnt die Ölwanne maximal so 15 cm absenken. Und dann braucht ihr irgendwas, wo ihr sie draufstellen könnt. Oder ihr müsst das so dämlich wie ich mit einer Hand halten und mit der anderen Hand diese Sternschrauben oder diese E-Schrauben hier abschrauben. Und wie gesagt, dann läuft da die ganze Siffe raus. Also das war nicht so schön. Jetzt, wie gesagt, mache ich das hier einmal die Dichtfläche sauber und werde dann einmal die neue Dichtung so probehalber ansetzen, um zu gucken, ob das auch wirklich passt. Und wenn das passt, schraube ich es wieder fest. Ich habe jetzt leider keine neuen Schrauben. Ich habe da keine gefunden. Die sehen aber sehr gut aus. Ich hoffe, ich kann die wiederverwenden, werde die jetzt auch sauber machen. Wie gesagt, Dichtfläche und auch die Löcher. Das ist jetzt die Ölwanne. Wie ihr sehen könnt, da ist, selbst wenn man das Öl ablässt, gut, bei mir war der Motor nicht so 100% warm, aber trotzdem, selbst wenn man das Öl ablässt, ist da noch eine nicht unerhebliche Menge drin. Habt ihr ja auch gesehen, ist mir so ein bisschen was rausgelaufen, weil ja dieser Sensor da noch dran hing. Das hole ich jetzt alles raus. Das fülle ich um in ein Gefäß, gebe das dann wieder beim Baumarkt ab. Und ihr könnt auch sehen hier, wo diese Dichtmasse war. Ja, ob die jetzt wirklich so dicht war, bin ich mir unsicher. Gerade hier ist zum Beispiel auch wieder so eine Stelle, da habe ich ja nicht mit dem Schraubenzieher angesetzt, hier der seitlich angesetzt, wo nichts ist. Ja, also ich denke, die war auch ein bisschen undicht. Das heißt nicht verkehrt, dass ich das jetzt mache. Wie gesagt, macht das jetzt alles sauber. Das mache ich aber in Stillarbeit und dann zeige ich euch das Endergebnis. Also beziehungsweise halt, bevor ich alles wieder zusammenschraube, zeige ich euch die gereinigten Teile so rum. So, bevor ich jetzt das alles komplett sauber mache, weil mir ist aufgefallen, als ich jetzt die Reste hier ausgekippt habe, ich habe schon ein bisschen ausgewischt. Zum einen sind hier an manchen Stellen richtig so Rückstände, also Verkrustungen. Und auf der anderen Seite waren hier auch Dichtungsbrocken drin gelegen. Das heißt, die Werkstatt, die das vorher abgedichtet hat, man sieht das ja auch hier innen, ist eine relativ große Kante mit dieser Dichtmasse. Und da waren ganze Brocken von dieser Dichtmasse, waren da schon unten in der Wanne gelegen. Das heißt, also ich hätte gesagt, da hat man einfach zu viel Dichtmasse verwendet. Jetzt, wie gesagt, mache ich das hier nochmal ein bisschen ordentlich sauber. Dann nehme ich einfach Bremsenreiniger und einen Lappen, also so Papiertücher, und die kann ich dann entsprechend entsorgen. Und wenn ich das dann so grob gereinigt habe, auch hier die Dichtfläche grob gereinigt, ich habe so ein Schabmesser, wie man das von den Ceranfeldern kennt. Mit dem gehe ich dann her und löse diese Dichtmasse ab, damit die neue Dichtung hoffentlich ordentlich sitzt. Wenn die neue Dichtung nicht passt, muss ich es auch wieder verkleben, aber dann mache ich es wieder im Audi. Ich bringe hier relativ wenig Dichtmasse auf, werde mir so neuralgische Punkte suchen mit einer Gewindestange, so wie ich es im Audi-Video ja auch gemacht habe. Zeige ich euch nochmal, oder beziehungsweise verlinke ich euch oben nochmal das Audi-Video. Hat super geklappt, da kann man die Ölwanne schön gerade ansetzen, dann verrutscht nichts. Wie gesagt, ich mache jetzt hier mal noch sauber und dann zeige ich euch das Endergebnis der gereinigten Ölwanne und der Dichtfläche unten am Motor. So, jetzt habe ich die Ölwanne gereinigt. Da werde ich jetzt nur noch einmal mit einem ganz trockenen Lappen durchwischen, um auch so die letzten Rückstände vom Bremsenreiniger loszuwerden. Hier habe ich, wie gesagt, mit meinem Schabermesser die Gummirückstände entfernt. Da ist jetzt nämlich ein bisschen was noch da. Da könnte man jetzt theoretisch noch mit einem feinen Schmirgelpapier oder so rangehen, aber ja, das mache ich jetzt hier nicht, denn ich habe ja diese schöne neue Dichtung und die passt da auch wunderbar drauf. Das habe ich eben schon mal geprüft. Die Löcher stimmen überein und die stellt dann entsprechend meine Dichtfläche her. Die hat hier so ganz kleine Dichtlippen. Ich weiß nicht, ich denke, man kann das erkennen. Das sind also 4 Stück. Ne? Das heißt also, wir haben in Anführungszeichen 4 Dichtungsbarrieren. Die Löcher sind ausgespart. Was mich auch jetzt stutzig macht, die hat ja eine gewisse Höhe. Und das Ganze war ja jetzt nur mit einer Flüssigdichtung verklebt. Bedeutet, die Schrauben müssen ja theoretisch tiefer in der
ja, im Motorblock gewesen sein oder im unteren Teil der Ölwanne, als wenn man jetzt, wie gesagt, mit so einer Festdichtung arbeitet. Also die Schrauben sind lang genug, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht vorher mit der Flüssigdichtung eigentlich sogar zu tief drin waren. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch völlig egal. Die habe ich auf jeden Fall auch gereinigt, die Gewindegänge. Ich werde jetzt hier kein zusätzliches Loctite mehr dran machen, denn in den Löchern unten im Motorblock ist noch so viel Rest-Loctite, das reicht allemal aus. Und wie gesagt, jetzt packe ich euch in den Zeitraffer, wie ich das Ganze unten montiere. Am unangenehmsten wird hier dieser Ölfüllstandsgeber, den muss man da so in der Luft wieder montieren. Und wie gesagt, da seht ihr auch im Zeitraffer, wie ich die Unterseite der Ölwanne gereinigt habe, sodass das auch schön sauber ist. Dort habe ich auch meinen Schaber verwendet. Und was ich euch noch zeigen kann, so, das hier sind jetzt die ganzen Reste, die aus der Ölwanne rauskamen. Also da wurde wirklich nicht an Dichtmenge oder nicht an Dichtmasse gespart. Da war wirklich viel Dichtmasse mit drin. Für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Wie gesagt, ich habe ja auch richtige Stückchen noch in der Ölwanne gefunden. Und auch da sieht man, wenn jetzt ein Fahrzeug eine gewisse Laufleistung hat, aufgrund dieser Schlacke, die da unten in der Ölwanne drin waren, ist es eigentlich immer empfehlenswert. Zum einen, um die Dichtung zu erneuern und zum anderen, um eben diese Rückstände loszuwerden, wenn man das eben, ja, keine Ahnung, bei einem Fahrzeug mit mehr als 100.000 Kilometern einfach mal die Dichtung erneuert. So, jetzt aber ab in den Zeitraffer und wir bringen die Ölwanne wieder an. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen, wie ich das wieder montiert habe. Wie gesagt, erst die Ölwanne gehalten, um dann den Ölfüllstandsgeber zu montieren und dann eben die Schrauben ringsrum. Ich habe dann immer in der Mitte angefangen festzuziehen und über Kreuz, Mitte über Kreuz, habe erst einmal alle mit 5 Newtonmeter angezogen, immer so Mitte über Kreuz, habt ihr ja gesehen, und am Ende 10 und dann war ja eine Schraube, zeige ich euch gleich unterm Auto. Ja, die hat natürlich nicht gegriffen. Es geht halt nicht ohne Drama, ne? Ist immer irgendwie kacke. Dann habe ich hier meinen Gewindeschneider mir geholt, das ist ja eine M6er Schraube. Habe das Gewinde nochmal nachgeschnitten. Mit diesen klassischen Aufsätzen kommt man ja meistens nirgends hin. Das heißt, ich habe mir irgendwann mal so ein Adapterset bestellt. Das ist wirklich Gold wert. Da kann man diese Aufsätze reinstecken und das dann an die Ratsche oder an so einen normalen Drehgriff anschließen. Dann kommt man viel besser an die jeweiligen Stellen, weil das Ding ist einfach Müll. Also das geht, wenn man auf der Werkbank ist und ganz viel Platz hat. Aber das hat man meistens nicht. Deswegen so ein Adapterset, um diese Gewindeschneider an eine Ratsche oder irgendwas anderes anzuschließen, ist echt Gold wert. Verlinke ich euch unten die ganzen Sachen. Habe das Gewinde nachgeschnitten, aber die Schraube wollte einfach nicht greifen. Ich weiß nicht wieso. Das Gewinde sieht eigentlich okay aus, aber es wollte nicht. Dann habe ich geschaut. Ich hatte noch hier so schöne
Aluschrauben, auch M6er, allerdings haben die halt keinen flachen Kopf. Die sind dann nur flach mit der Unterlegscheibe. Ich habe jetzt eben so eine M6er mit Unterlegscheibe verwendet. Da hat es auch wunderbar funktioniert, konnte ich die 10 Newtonmeter anziehen. Zeige ich euch jetzt einmal unterm Auto. So, jetzt sind wir unterm Auto. Ihr hattet ja gesehen, ringsrum hat alles super funktioniert. Aber wie es halt immer so ist, es gibt eine Schraube, in dem Fall war es die hier, wo das Gewinde einfach nicht mehr wollte. Keine Ahnung wieso. Ja, ich verstehe es nicht. Ich habe es wie gesagt nachgeschnitten und jetzt durch meine Alu M6er ersetzt. Sieht jetzt natürlich anders aus, hat aber auch die 10 Newtonmeter. Das ist das Wichtige, dass die alle mit dem gleichen Druck angezogen sind. Das passt jetzt. Insofern ist das in Ordnung. Bedeutet, wir können uns jetzt dem Benzinfilter widmen. Hoffentlich klappt das reibungsloser. So, weiter geht's mit dem Benzinfilter. Den habe ich hier schon ausgemacht. Der ist irgendwie total dreckig gewesen. Die Flussrichtung ist also sozusagen, hier geht der Sprit rein, da geht er raus. Bedeutet, so muss ich auch den neuen anschließen. Das scheint einfach nur ein Stecksystem zu sein. Bei dem neuen waren auch solche kleinen Plastikklipse dabei. Da muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Ich habe jetzt hier schon mal abgeklemmt, die Zuflussleitung und auch die Abflussleitung. Sollte dann eigentlich funktionieren. Ich versuche die Kamera hier irgendwo hinzustellen, damit das zeitraffermäßig klappt, kann es aber nicht versprechen. Ich probiere jetzt hier mal mein Glück. Wie gesagt, wenn das mit der Kamera klappt, seht ihr jetzt den Prozess, wie ich es wechsle. Ansonsten springen wir gleich zum Endergebnis, je nachdem. So, ihr habt jetzt gesehen, war ein ganz schönes Gefummel mal wieder. Ja, und es ist relativ viel Flüssigkeit in diesem kleinen Filter drin. Am besten rückblickend würde ich jetzt sagen, lasst ihr das einmal auslaufen in ein Gefäß und dann fangt ihr erst an, es abzubauen. Aber es war jetzt auch mein erstes Mal Benzinfilter wechseln. Da hat mir einfach die Erfahrung gefehlt. Außerdem wusste ich nicht, ob meine Klemmen ganz dicht sind. Aber die Klemmen waren dicht. Habt ihr ja gesehen im Zeitraffer, da kam dann nichts mehr nach, als der Filter erstmal weg war. Dann ist es hier so, hier sind diese kleinen Verriegelungsstifte. Das ist einfach so ein bisschen Plastik, was da drüber gesteckt ist. Und hier sind 2 Nasen dran und die verriegeln sich hier unten in dieser Lasche. Da ist also so eine Lasche und wenn das einmal eingeschoben ist, greifen diese Nasen unterhalb der Lasche und dann kann das nicht mehr rausrutschen. Dann müsst ihr hier mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher die Laschen nach außen biegen, vorsichtig, und es dann da drüber holen, dann könnt ihr das wieder lösen. Und zur Montage, was der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Laschen erstmal abgelassen und so ganz grob in den Anschluss gesteckt und dann den Filter dagegen gedrückt. Das hat funktioniert. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Als ich die Laschen vormontiert hatte und das aufstecken wollte, hat es nicht geklappt. Deswegen habe ich es dann eben so gemacht, dass ich die Laschen nochmal abmontiert habe, in den Anschluss von der Leitung vormontiert, also nicht ganz eingesteckt, aber halt ein bisschen, und dann den Filter dagegen gedrückt. Habt ihr ja im Zeitraffer gesehen. Das hat für mich jetzt am besten geklappt. Den entsorge ich jetzt auch. Und jetzt schauen wir uns unten das Ganze einmal an. So, da sitzt jetzt der neue Filter, ist auch wieder so angeschlossen, dass das Benzin eben von hier kommt und in die Richtung fließt, genau wie bei dem anderen Filter vorher auch. Was ich noch machen musste, ihr seht jetzt, hier ist so ein Kabelbinder drumherum. Diese Verriegelung hat irgendwie nicht mehr gehalten.
Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das so dreckig ist oder einfach ausgenutzt. Ich meine, die Zähne sehen gut aus, aber irgendwie greift es trotzdem nicht mehr. Das heißt, ich habe das jetzt mit dem Kabelbinder befestigt, damit das hier eben sich nicht löst und entsprechend an Ort und Stelle bleibt. Hier, wie gesagt, jetzt diese neuen Verbinder zusammen mit dem bestehenden Schlauch. Das hat also funktioniert. Das war der richtige Filter, den verlinke ich euch. Jetzt werde ich Öl auffüllen, ein-, zweimal die Zündung anmachen, damit hier ein bisschen Benzin gefördert wird. Dann prüfe ich, ob alles dicht ist und dann machen wir mal den ersten Start, hätte ich gesagt. So, ich habe jetzt ein paar Mal sozusagen Zündung an ausgemacht, damit die Benzinpumpe vorfördert. Hinten habe ich geprüft, am Filter ist alles dicht. Öl habe ich jetzt auch eingefüllt. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich mal einen ersten Start, sorge dafür, dass alles mal wieder in Bewegung kommt. Dann kontrolliere ich nochmal den Ölstand, fülle nochmal auf und dann wären wir mit diesem Video fertig. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie das Anspringmoment ist und ob das auch mit dem Filter alles klappt, wenn er dann läuft. So. Da fehlt jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Sprit aus dem Filter. Jetzt ist er da. Okay. Schaue ich nochmal wegen Undichtigkeiten. Hinten tropft nichts am Filter. Warnlampen im Innenraum sind auch keine an. Und beim Motor läuft auch nichts raus. Das sieht gut aus. Jetzt lasse ich den mal ein bisschen laufen, so 5 bis 10 Minuten, dass das Ganze ein bisschen Temperatur bekommt. Und dann hätte ich gesagt, kontrolliere ich nochmal den Ölstand und dann gibt es nochmal ein Fazit. So, ich habe ihn jetzt ein bisschen warm laufen lassen und dann nochmal Öl kontrolliert. Es war dann auch nochmal abgesunken, weil ich hatte ja wie gesagt auch den Filter gewechselt. Das dauert dann immer ein bisschen, bis dort sozusagen der Filter auch voll ist. Und jetzt habe ich circa, ja nicht ganz, fast 6 Liter Öl drin. Die Ölstandsanzeige ist jetzt bei knapp über der Hälfte, das passt also. Und hier nochmal der Vergleich. Ich hatte ja den Luftfilterkasten gereinigt und gewechselt, also beziehungsweise halt den Filter. Und da sieht man, so sieht eine saubere Seite aus. Und da drüben, da war ich noch nicht, da muss ich noch sauber machen. Ja, jetzt wie gesagt haben wir das Öl getauscht, haben den Benzinfilter getauscht. Ihr habt ja gemerkt, am Anlassen am Anfang hat er ein bisschen gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich noch ein paar Mal an-aus machen müssen, damit der Benzinfilter voller wird. Ich habe ihn dann einfach ein bisschen orgeln lassen, hat dann auch funktioniert. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir noch mal unter das Auto, wie es dort aussieht, ob da auch alles dicht geblieben ist, jetzt nach circa 10 Minuten Laufphase. So, hier sind jetzt, wie gesagt, die ganzen Schrauben, die ich dann mit Drehmoment angezogen habe. Wie gesagt, erst 5 Newtonmeter, dann 10, immer über Kreuz. Ich fange immer in der Mitte an und arbeite mich von der Mitte über Kreuz nach außen. Das ist für mich am logischsten in Bezug darauf, falls sich mal was verspannt oder so bei der Dichtung, dann sollte das da am wenigsten Probleme geben. Hier drüben die Problemschraube, wie erzählt, die sieht aber auch dicht aus. Also ich kann jetzt hier nirgends irgendwo Rückstände erkennen. Also wenn was rausläuft, dann ist es nicht die Ölwanne, hätte ich gesagt. Was vielleicht auch interessant ist, vorher war es ja eine Flüssigdichtung und jetzt sehen wir hier schön eben wieder die Dichtung dazwischen sitzt. Also das scheint mir der richtigere Weg zu sein und nicht mit einer Flüssigdichtung. Ja, dann den Ölfilter da oben, das Gehäuse, da können wir jetzt nur leicht hingucken. Sind noch ein paar Ölrückstände vom Tausch oder beziehungsweise vom Wechsel, aber es ist auch schön warm. Das muss ich im Auge behalten. Entweder kommt das dort irgendwo aus dem Kurbelwellensensor oder aber ich habe oben auch am Öleinfüllstutzen gesehen, der ist lose. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber hier unten, Hauptthematik, Ölwanne sieht super aus und Spritfilter hinten, den zeige ich euch jetzt nicht nochmal, aber der ist auch wunderbar. So, und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir nochmal oben am Öleinfüllstutzen, denn da habe ich was entdeckt. So, und hier am Öleinfüllstutzen ist mir aufgefallen, dass es da relativ ölig ist. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera jetzt gut sieht. Ist wahrscheinlich schwer einzufangen. Auf jeden Fall sind da Ölrückstände vorhanden und der Einfüllstutzen selber, der war lose, das heißt, den konnte ich verdrehen. Und an der Stelle, wo der Stutzen sitzt, ich versuche da auch mal so ein bisschen hinzuleuchten. Ja, ist wieder schwer einzufangen mit der Kamera. Aber man kann es vielleicht ein bisschen erahnen, dass da auch so Rückstände sind. Also entweder war der mal lose und die haben trotzdem Öl nachgefüllt und das ist da runtergelaufen, weil genau dort an der Zylinderwand oder beziehungsweise am Zylinderkopf runter sieht man eben Ölspuren.
Ich werde jetzt mal gucken, ob es den einzeln neu gibt. Die Dichtung sah noch okay aus, als ich den rausgedreht habe, aber der müsste eigentlich dort verschraubt werden. Da ist auch eine Schraube, aber ja, ist schwierig hinzufilmen, man sieht das jetzt leider nicht. Also wie gesagt, da ist eine Schraube, aber ja, aus irgendeinem Grund arretiert das da nicht mehr. Da muss ich mich schlau machen, was da original hingehört und ein Ersatzteil besorgen. Aber das könnte auch eine Ursache sein für das relativ viele Öl, was dort unten war. Muss ich jetzt halt im Auge behalten. Aber auf jeden Fall, der Wechsel hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, Öl, wenn man die Wanne abmacht und reinigt mit Ölfilter, ging jetzt knapp 6 Liter rein. Und wie gesagt, die Ölstandsanzeige ist dann beim 3. Strich. Und jetzt schauen wir nochmal auf die einzelnen Komponenten, die ich verwendet habe. So, verwendet habe ich hier jetzt das entsprechende Manol 7903 Eliteöl. Das ist ein 5W40 Öl. Dann hier diesen entsprechenden WK 512 Benzinfilter von Mann. Und diese Schraube, da muss ich mir jetzt mal auf die Suche machen. Das war ja die ich nicht mehr reinbekommen habe. Die musste ich ja dann ins Gewinde nachschneiden und so eine andere nehmen. Das ist so eine E6, so eine Sternschraube. Da muss ich mich mal auf die Suche machen, dass ich da welche finde. Da kaufe ich dann gleich ein paar mehr, weil da ist ja die ganze Ölwanne ist damit, sage ich mal, befestigt. Das Gute ist an der Schraube, wo es jetzt passiert ist sozusagen nach oben offen. Das heißt, da könnte ich theoretisch auch einfach durchbohren, größeres Gewinde schneiden oder nur durchbohren und dann halt eine Gewinde oder eine lange Schraube durchstecken mit einer Mutterkontern. Also an der Schraube, wo es passiert ist, Gott sei Dank, ist es unkritisch, weil da, wie gesagt, oben nichts ist. Das Metall steht so ein bisschen am Motorblock raus. Und ja, das wie gesagt, wie so ein Steg und durch den Steg oder in den Steg geht halt die Schraube rein, sprich, das kann man theoretisch frei bohren und eine lange Schraube reinsetzen, oben eine Mutter, ähnlich wie ich es beim M2 mit dem Turboladerschlauch gemacht habe. Aber jetzt hält es ja mit der anderen Schraube und die besorge ich mir einfach mal. Da mache ich mich auf die Suche. Ja, hier sind die Reste. Das werde ich jetzt noch aufräumen müssen. So, und damit sind wir auch am Ende des Videos für heute. Ihr habt jetzt gesehen, wie ihr die Ölwannendichtung tauschen könnt. Ich würde immer empfehlen, so eine Dichtung zu nehmen. Verlinke ich euch unten. Der Vorteil ist, dass ihr die Ölwanne leichter wieder abbekommt. Ihr habt keine Rückstände an der Ölwanne, so wie das bei einer Flüssigdichtung ist. Die kriegt man zwar auch weg mit so einem Schaber, aber hatte ich ja mal eingeblendet, blende ich nochmal ein. Aber trotzdem ist es natürlich schöner, wenn man keine Rückstände hat und wenn das rückstandslos zu tauschen geht. Und was wir uns auch angeschaut haben, war eben der Benzinfilter. Da müsst ihr eben einfach dran denken, ein paar Mal mehr starten, dass der sich wieder füllt oder einfach länger orgeln lassen, bis der entsprechend wieder mit Benzin voll ist und dann da auch wieder Kraftstoff vorne am Motor ankommt. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.